So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge täglich grüßt der Hundetrainer. Ich sehe so ein bisschen zerzauselt aus, weil ich bis gerade noch Mütze auf hatte. Es ist nämlich schweinekalt, aber wenigstens mal sonnig und ein schöner Tag. Wir wollen uns heute mit einem Virus, mit einer Krankheit beschäftigen, die viele gar nicht kennen, die aber hochgradig ansteckend ist und mit der ich immer mal wieder zu tun habe. Heute geht es mal um Papillome. Was genau ist das? Wie kommt es dazu und was kann man dagegen tun? Los geht's. Wir tauchen mal so ganz kurz ein bisschen in die Biologie ab. Papillome ist die Bezeichnung für die Auswirkung. Also Papillome sind mehr oder minder Warzen, nennen wir das mal so. Die sind gutartig, aber die können sehr, sehr groß werden. Ausgelöst wird das Ganze durch ein Virus, den sogenannten Papillomavirus. Den gibt es für verschiedene Spezies. Also es gibt einen menschlichen Papillomavirus, einen für Hunde, das ist dann der COPV, Canine Papillomavirus und so weiter und so fort. Glücklicherweise sind die unter den Spezies nicht übertragbar. Das heißt, ein Hund mit Papillomen kann Menschen nicht anstecken und umgekehrt. Aber ein Hund mit Papillomen kann sehr wohl ganz, ganz intensiv andere Hunde anstecken. Denn der große Nachteil bei Papillomaviren die sind sehr, sehr ansteckend. Das klingt jetzt erstmal ganz schlimm, ist es aber in manchen Fällen auch gar nicht. Trotzdem muss man ein paar Dinge einfach wissen und beachten. Kommen wir erstmal zu der Ansteckungsgeschichte überhaupt. Also wir wissen, Hunde können Hunde anstecken und in den allermeisten Fällen betrifft es nur junge Hunde. Also es ist sehr selten, dass ein Hund wie jetzt Gaia, die das vielleicht noch nie hatte, mit 7 Jahren noch Papilloma kriegt. Das ist unwahrscheinlich. Meistens sind es so Hunde zwischen einem halben, dreiviertel Jahr bis hoch zu 1,5, 2 Jahre. Scheinbar, das kann ich jetzt nicht genau beurteilen, bin ja kein Biologe und kein Arzt, aber scheinbar wird ab einem gewissen Alter einfach der Organismus in Anführungsstrichen stark genug, das abzuwehren. Und es steckt sich auch nicht jeder damit an, logischerweise. Ihr könnt Papillome dann also so ein bisschen vergleichen wie Herpes beim Menschen. Den Herpesvirus hat fast jeder Mensch, bei dem einen ist er aber aktiv, bei dem anderen nicht. Also manche Menschen bekommen Herpes, manche eben nicht. Und auch das wird natürlich mit dem Immunsystem und solchen Geschichten zusammenhängen, so ähnlich wie beim Papillomavirus auch. Die Problematik bei Papillomaviren sind, wie gesagt, dass sie sehr ansteckend sind und das echt rasant schnell geht. Die haben eine gewisse Inkubationszeit und wenn du sie dann siehst, wenn du sie überhaupt siehst, da kommen wir gleich dazu, dann ist es meistens schon zu spät. Die haben jetzt an sich keine direkte Auswirkung. Das sind ja gutartige Warzen, aber die können so groß werden, dass sie tatsächlich Auswirkungen haben, wie man kann nicht mehr vernünftig essen, die Hunde können sich da draufbeißen, dann blutet das ständig und so. Es ist einfach etwas, das störend ist, ohne dass es jetzt gefährlich ist, sagen wir es mal so. Was passiert bei Papillomen? Ich sage jetzt immer Papillome, Ich meine natürlich damit den Hundevirus und ich sage jetzt nicht immer ein Canine-Papillomavirus, sondern ich sage einfach nur Papillome. Ihr versteht es. So, was passiert dabei? In den meisten Fällen ist ein Hund, der sich ansteckt, dann dauert das, ich glaube, bis zu 8 Wochen. Da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ich blende es unten ein, wenn ich mich jetzt vertue. Ich glaube, die Inkubationszeit ist bis zu 8 Wochen, bevor das überhaupt ausbricht. Und dann zeigen sich diese Warzen, die klein anfangen und relativ schnell sehr groß werden können. Diese Warzen zeigen sich an den Schleimhäuten. Das heißt, hauptsächlich im Mundbereich. Oder aber an den Augenlidern oder aber an den Bindehäuten. Also meistens, Augen ist schon echt eher selten, meistens ist es im Mundbereich. Dann kriegen die hier so eine Warze oder aber so ganz tief, so richtig großes. Sieht so ein bisschen aus wie Blumenkohl. Also richtig große Warzen können das werden. Und je nachdem wie groß sie werden, beißen die sich halt drauf, können nicht mehr schlucken, können nicht mehr richtig hecheln, Zunge bewegen und so. Es ist einfach störend und nervig. Stellt euch das vor wie einen richtig krassen Herpes. Einen richtig krassen Herpes, der bringt euch wahrscheinlich nicht um, aber der nervt und stört und ihr solltet eure Partnerin da nicht küssen. Und genau so ist es beim Papillomavirus auch. Die Problematik, wie gesagt, ist, dass man das relativ schlecht feststellt. A, weil die Inkubationszeit so hoch ist und B, wann guckst du deinem Hund mal in die Backen? Das ist selten der Fall. Ja? Aber wenn man feststellt, irgendwie sieht das hier anders aus und läuft die ganze Zeit so rum, dann würde ich da mal genauer hingucken. Und weil das eben so extrem hochgradig ansteckend ist und hauptsächlich Junghunde betrifft, sehe ich das in der Hundeschule in Huta sehr, sehr häufig. Und die Menschen, die das haben, oder Hunde, die das haben, schließen wir vom Training und von der Huta aus.
Also Menschen, deren Hunde das haben, meinte ich eben, ne? Nicht Menschen, die das haben. Menschen, deren Hunde das haben, schließen wir vom Training und von der Hute aus. Und zwar so lange, bis der Arzt bescheinigt, dass es wirklich abgeheilt ist. Und jetzt kommt die Problematik. Man kann das ganz schlecht behandeln. Es gibt eine Studie, die gezeigt hat, dass ein gewisses Mittel dagegen wohl ganz gute Erfolge verspricht. Es gibt so eine Möglichkeit mit über die Papillome an sich eine Art Antivakzin zu entwickeln, das dann unter die Warzen gespritzt wird, damit die kleiner werden. Das ist ein Ansatz. Wenn die zu groß sind, werden die einfach operativ entfernt. Aber in den allermeisten Fällen wartet man einfach, bis das abheilt. Dann gibt es vielleicht hier und da ein bisschen was Unterstützendes, ne, so Immunsystem aufbauendes oder so. Aber in den meisten Fällen wird einfach nur abgewartet. Und wenn die dann abgeheilt sind, dann dauert es noch ein paar Tage, bis dann irgendwann der Arzt sagt, okay, jetzt kann er wieder unbedenklich Kontakt mit anderen Hunden haben. Das ist eine super ärgerliche Sache für die Hundebesitzer, weil das Abheilen kann bis zu einem halben Jahr dauern. Das kann richtig lange dauern. Also wenn das Hunde sind, die bei uns in der Hute auf Betreuung angewiesen sind und wir dann sagen, ey, der hat Blumenkohl in den Backen, lass das bitte untersuchen, vorher kommt er nicht mehr. Und wenn der Arzt sagt, das sind Papillome, dann kannst du dich darauf einstellen, dass du mal ein paar Monate nicht kommen kannst. Und die Leute sind darauf angewiesen, das ist natürlich richtig scheiße. Geht aber nicht anders, weil das eben so unfassbar ansteckend ist. Die meisten älteren Hunde kriegen das nicht, aber die jungen Hunde müssen es halt nicht haben. Ne? Und weil du kriegst das, so richtige Seuche, du kriegst das sonst nicht mehr raus. Und es kann ja sein, dass er an dem Tag schon 2 andere Hunde angesteckt hat. Ne? Die es dann vielleicht in 6 oder 8 Wochen bekommen und so. Das ist also sehr, sehr, sehr schwierig. Deshalb müssen wir da einen sehr klaren Cut machen. Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben jedes Jahr mal so einen Durchgang gehabt. Einmal hatten wir einen Hund, den hat es richtig kacke erwischt in der Hute. Das war der Kingston. Der hatte das super lange, ey. Die konnte bestimmt ein halbes Jahr nicht kommen. Wird schon so 4, 5, 6 Monate werden es auf jeden Fall gewesen sein. Ja, es ist keine allzu schlimme Krankheit. Und nicht jeder wird damit in seinem Leben mit seinem Hund Kontakt haben. Aber es ist wichtig, das mal zu wissen. Und wahrscheinlich ist der eine oder andere von euch jetzt schon losgelaufen und hat seinem Hund mal in die Backen geguckt. Aber ihr müsst ja wirklich richtig tief gucken. Kennt ihr das, wenn ihr so eine Blase unten habt ihr im Mundraum, in der Mundhöhle, die so irgendwie ganz unten in der Ecke ist oder so ganz hinten an der Zunge, irgendwo am Zungengrund so eine Blase, die so weh tut? So ähnlich könnt ihr euch das für eure Hunde vorstellen. Und an die Stellen müsst ihr auch gucken. Das heißt, das Einfachste, was ihr machen könnt, wenn euer Hund pennt, einfach die Backe richtig nach oben klappen und mal richtig reingucken. Das ist bei manchen Hunden natürlich leichter als bei anderen, aber dann schaut da einfach mal rein. Und wenn ihr da warzenähnliche Gebilde seht, dann überlegt vielleicht mal zum Arzt zu gehen und das untersuchen zu lassen. Da wird geguckt und es ist eine blöde Geschichte, weil man es halt nicht behandeln kann. Wenn man es behandeln könnte, wäre es halt easy. Dann kriegt er ein paar Sachen, ein paar Medikamente und ist nach 2 Wochen weg. Ist leider nicht. In den meisten Fällen wird es abgeheilt. Aber es ist einfach nicht gefährlich. Das ist wichtig zu wissen. Eine weit verbreitete Krankheit insofern, als dass sie mir immer wieder vorkommt und weil sie so hochgradig ansteckend ist, wir da immer wieder mit zu tun haben. Es gibt noch ein paar andere Krankheiten. Wir werden demnächst im Laufe des Adventskalenders hier in den nächsten Folgen, werden wir ja viele gesundheitliche Themen behandeln und da werden wir auch unter anderem über Parasiten sprechen. Da machen wir eine richtig große Folge drauf, ich hab Schluck auf. Da machen wir eine große Folge draus, wo wir verschiedene Parasiten beleuchten und so ein bisschen Erfahrung dazu geben. Es gibt aber so ein paar Krankheiten, mit denen haben wir immer zu tun. Und das sind die Papilloma-Viren, das andere sind Bindehautentzündungen, da kommen wir in den nächsten Folgen dazu, und das dritte sind Giardien. Und diese 3 Krankheiten würde ich als die weit verbreitetsten und anstrengendsten bezeichnen, weil die super ansteckend sind. Also wir kommen auf jeden Fall noch auf Bindehautentzündung und Giardien. Und wir werden natürlich auch mal so Zwingerhusten und diese ganzen Geschichten und Parvovirose und so, da werden wir überall mal ein bisschen reingucken. Einfach mal, dass ihr so die weit verbreitetsten Krankheiten zumindest mal gehört habt oder auf dem Schirm habt. Teilt mir doch mal mit, ob euer Hund vielleicht sogar mal betroffen war. Das wäre ganz interessant. Wir können ja unten drunter mal so eine kleine Geschichte machen und gucken, wer hat denn damit mal Kontakt gehabt oder nicht und wie lange hat es gedauert, dass das abheilt. Das würde mich mal super interessieren. Einfach mal um ein bisschen mehr Daten von euch zu bekommen, um das ein bisschen besser in Kontext setzen zu können. Weil ich habe es halt nur hier, ne? Also ich sehe ja super viele Hunde, aber vielleicht ist es in anderen Bereichen ganz anders. Vielleicht gehen auch Ärzte anders damit um, als ich das kennengelernt habe. Kann auch sein. Ja, es gibt da keinen klaren Behandlungsweg. Ich hoffe, die Folge hat euch etwas beigebracht. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr abonniert und vor allem die Videos teilt. Das ist mein Weihnachtswunsch an euch alle. Teilt kräftig unsere Videos, damit auch mehr Leute diese Inhalte finden. Das würde mich sehr, sehr freuen, denn wir machen das mit Freude und umsonst, um euch und anderen Hundehaltern zu helfen. Und ihr könnt helfen, damit es mehr Leute mitkriegen. Ich danke euch. Ich wünsche euch eine schöne Vorweihnachtszeit.
Tschüss.